Moin, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was zum Beaufort LV. Ich habe das Kajak schon auf vielen Touren benutzt, bin mit dem Kajak über den Polarkreis gepaddelt, den Clarelven und konnte das Kajak ganz gut kennenlernen. Ich erzähle was zu den Fahreigenschaften, zu den Features, die das Kajak hat und für wen das Kajak vielleicht ganz gut geeignet ist. Alle Kajaks, die ich habe, das sind Skim-Kajaks. Die werden in der EU gebaut, in Finnland. Das sind richtige Seekajaks, mit denen man super auf dem Meer paddeln kann, auf offenen Seen, bei Wind und Welle. Man kann damit natürlich auch mal einen Fluss runterfahren, aber dafür sind sie nicht gebaut. Das sind teure Kajaks, deswegen sind es nicht unbedingt Einsteigerboote. Aber für jemanden, der paddeln kann oder richtig auf dem Meer langfristig paddeln möchte, sind das Kajaks, die ganz interessant sind. Die Fahreigenschaften vom Skim Beaufort LV, da denkt man natürlich immer als allererstes an dieses markante Heck, das nur dieses Kajak hat. Das soll dafür sein, dass man ein bisschen mehr Wasserlinie hat und dadurch dann auch schneller ist. Also gut dieses Heck auch für die Geschwindigkeit ist halt zum Surfen nicht so gut geeignet. Eher sehr schlecht zum Surfen geeignet, wenn man richtig Brandungspaddeln möchte, weil damit kann man schwer das Kajak einfach einmal schnell umdrehen und da wird das Heck auch tendenziell eher rüber gedrückt zur einen Seite. Da ist zum Beispiel dann das Heck, das der Braveheart hat, deutlich besser. So, also hier sind natürlich einige Kratzer zu sehen auf dem schwarzen Gelcoat. Die sind aber nicht so schlimm gewesen, das ist nur optisch. Und hier waren gerade im Wildwasser, im Clarelven, sind da so ein paar Abplatzer noch vom Gelcoat gewesen. Mit den Jahren ist hier im Skeckkasten einiges an Gelcoat abgeplatzt. Das habe ich einfach mit ein bisschen Harz wieder repariert. Das hier ist der letzte Schaden, den ich hatte. Da hat sich hier in diesem vorderen Bereich vom Sölrand einfach das ein bisschen gelöst. Ich glaube ein bisschen Harz und dann ist es wieder gut. Der Beaufort LV ist ein ziemlich schmales Kajak. Dadurch hat man sehr viel Kontakt zum Boot, was gerade für kleinere oder für leichtere Personen von Vorteil ist. Also mir zum Beispiel passt der Beaufort LV einfach deutlich besser als der Standard Beaufort. Also ich bin 1,85 groß und um die 74 Kilo schwer. Ich habe sogar noch vorne ein bisschen Platz vor meinen Füßen. Also wenn ich die Fußrasten ausbauen würde, dann könnte ich auch noch ein bisschen länger sein. Also der Beaufort LV ist nicht das längste Kajak. Durch dieses markante Heck ist er auch noch relativ schnell. Und durch die generelle eher Walker-Form, also dass der Bug hochgeht und dass hinten das Heck auch noch ein Stück hoch geht, ist er auch noch ziemlich gut in Wellen. Und wenn man das Kajak voll lädt, um damit auf Tour zu gehen, hat man auch auf jeden Fall noch genügend Freibord, um damit entspannt paddeln zu können. Ich tue mich da schwer zu sagen, welches Kajak das schnellere von beiden ist. Auf jeden Fall ist da noch ein Unterschied zwischen den beiden Kajaks, das Unterwasserschiff. Der Beaufort ist nicht ganz so flach im Unterwasserschiff und da eher so ein bisschen runder, weshalb der eigentlich tendenziell das schnellere Kajak sein sollte. Sonst ist die Volumenverteilung bei dem Kajak auch noch ein bisschen anders. Hinterm Cockpit hat der Beaufort LV ein bisschen mehr Volumen, was ganz gut ist, wenn man ganz viel Gepäck mitnimmt, weil dann laufen da nicht so häufig Wellen rüber. Das habe ich beim Braveheart LV ein bisschen häufiger, dass da eine Welle hinterm Cockpit längs läuft.
Also der Beaufort ist generell eher noch ein flaches Kajak, aber um damit richtig Grönlandrollen zu machen, sucht man sich, glaube ich, lieber ein anderes Kajak, weil das ist doch dann hinter dem Heck noch relativ hoch und wenn man sich da hinten rauflehnen möchte, ist es auf Dauer ziemlich unangenehm. Zu den Features vom Beaufort LV. Das Kajak hat 4 Luken. Vorne eine, dann eine kleine Tagesluke, die ist super praktisch auf Touren. Da kriegt man ganz viel Kleinkram unter, den man dann auf dem Wasser ganz easy erreicht. Also eine Sonnenbrille, eine Cappy habe ich da häufig drin, das Handy. Und dann gibt es natürlich noch die kleine Tagesluke hinterm Cockpit. Da passen dann auch noch größere Sachen rein, wie eine Kamera oder so. Und die erreicht man auch noch, während man paddelt, ganz gut. Ja, und dann ist hinten noch die große Luke. Da hat der Beaufort auch einen großen ovalen Lukendeckel. Durch den kriegt man auch mal große Sachen, was dann auf einer Tour ganz praktisch ist. Sonst hat das Kajak natürlich, wie viele von den Skim-Kajaks, den schönen Rallye-Streifen, aber auch eine Paddelhalterung, eine Abschleppvorrichtung und eine Diebstahlsicherung. Die Paddelhalterung ist bei dem Kajak standardmäßig eine Kajaksport-Klemme, die schnell einrasten soll. Die ist aber ziemlich groß. Deswegen habe ich mich damals für die kleinere Kajaksport-Klemme entschieden, die einfach nur so einen kleinen Klettverschluss hat. Das war Geschmackssache bei mir, weil ich einfach bei einer Testfahrt auch schon mal dagegen gekommen bin, irgendwie bei sowas wie einer Rolle oder so und dann immer schön den Musikknochen getroffen habe. Deswegen habe ich mich da für die kleinere Klemme entschieden. Ja, das Kajak hat ein ganz normales Kajaksport-Skeg. Das finde ich super, reicht mir auf Touren völlig aus. Eine Steueranlage kann man da nicht anbauen, habe ich aber bisher auch noch nicht gebraucht. Für wen ist der Beaufort LV das richtige Kajak? Wenn dir der Beaufort passt und du dich schon mal reingesetzt hast und damit vielleicht Probe gefahren bist, dann ist das Kajak ein ganz gutes Kajak für Einsteiger. Man kann damit aber auch super auf Touren gehen. Und es wird aber ein bisschen kritisch, wenn man dann bei sehr viel Welle unterwegs sein möchte und auch viel surfen möchte. Da ist einfach der Braveheart LV das bessere Kajak, mit dem wird man da mehr glücklich. Zum Grönlandrollen würde ich auch eher ein anderes Kajak nehmen, aber für viele Allround-Sachen ist der Beaufort LV ein gutes Kajak. Also wenn du jetzt eher Angst vorm Surfen hast oder einfach nicht viel surfen gehst und dafür aber deutlich mehr auf Touren gehst und ganz normal paddeln möchtest, dann ist das, glaube ich, das richtige Kajak für dich. Wenn du aber eher mehr surfen möchtest, dann solltest du dich, glaube ich, eher für den Braveheart LV entscheiden. Also man kommt auch echt durcheinander, wenn die so gleich benannt sind. Ne? Das Kajak ist eher ein gutmütiges Kajak. Obwohl das so schmal ist, hat man ziemlich viel Kippstabilität. Deswegen kann man mit dem Kajak auch ziemlich entspannt paddeln, wenn man jetzt noch nicht der super Profi ist. Ich habe noch ein bisschen genauer über den Vergleich zwischen den beiden Kajaks, also zwischen dem Braveheart LV und dem Beaufort LV in dem Braveheart LV Video gesprochen. Also da kannst du auch sonst noch mal reinschauen, wenn du dich nicht richtig entscheiden kannst, welches Kajak das Richtige für dich ist.